In diesem Erklärvideo zeige ich euch den Einbau und die digitale Steuerung der Bahnübergangssicherung EBÜT 80 von Viessmann, die heute fast an jedem Bahnübergang zu finden ist. Alles, was ihr dazu braucht, ist die Bahnübergangssicherung EBÜT 80 und einen Akkubohrer mit einem 3,5 mm Bohrer. In der Packung der Signalanlage ist die Bedienungsanleitung, Stecker, die ihr jedoch zum digitalen Betrieb nicht braucht, die Steuerelektronik mit dem Decoder und die 4 Signale selbst. Ja, und das war eigentlich schon alles. Alles, was ihr braucht, habe ich euch auch wieder im Beschreibungstext genau verlinkt. Dann kann es schon losgehen. Mit dem Akkubohrer werden die 4 Löcher am Bahnübergang gebohrt, jeweils 2 auf einer Seite des Bahnübergangs. Nach dem Bohren werden die Löcher noch abgesaugt. Jetzt könnt ihr schon die Kabel nacheinander durch die Löcher führen und die Signalanlage einsetzen. An der Steuerelektronik sind insgesamt 12 Steckplätze, wobei davon nur 8 benötigt werden. Einmal die 4 Löcher mit der gelben Markierung und auf der anderen Seite die 4 Löcher mit der roten Markierung. An diesen schließt ihr die Signale nacheinander an. Dabei müsst ihr jedoch darauf achten, dass das Kabel mit der roten Markierung am roten und das gelbe am gelben Loch eingesteckt wird. Wenn alle 4 Lichtsignalanlagen angeschlossen sind, könnt ihr mit der weiteren Verkabelung fortfahren. Im analogen Betrieb werden diese beiden blauen Kabel an das Stellpult angeschlossen. Im Digitalbetrieb werden diese nur für die Programmierung benötigt. Die Stromleitungen gelb und braun werden sowohl im analogen als auch im digitalen Betrieb benötigt, wobei diese im digitalen Betrieb mit der Digitalzentrale und nicht mit dem Trafo verbunden werden müssen. Ja, jetzt müsst ihr erst einmal den Ausgang an der Zentrale ausschalten. An der Central Station 3 von Märklin wird dafür einfach die Stopp-Taste gedrückt. Erst jetzt könnt ihr das gelbe und das braune Kabel direkt mit der Digitalzentrale oder dem Gleis verbinden. Zur Programmierung wird jeweils ein blaues Kabel mit einem der beiden Stromkabel verbunden. Dabei ist aber vollkommen egal, wie rum ihr das macht. Bevor die Bahnübergangssicherung programmiert werden kann, muss der Artikel erst in der Zentrale eingerichtet werden. Dazu öffnet ihr die Artikelliste der Central Station 3. Dann klickt ihr auf Bearbeiten und dann auf Artikelliste bearbeiten. Jetzt drückt ihr auf das Plus-Symbol, um einen neuen Artikel anzulegen. Unten links könnt ihr jetzt einen Namen vergeben, zum Beispiel EBÜT 80. Unter Sonstige findet ihr ein passendes Symbol für die Signalanlage. Direkt neben dem Namen könnt ihr entscheiden, ob ihr dem Artikel eine DCC oder eine Märklin-Motorola-Adresse vergeben wollt. In meinem Fall verwende ich das DCC-Protokoll. Nun müsst ihr nur noch eine Adresse festlegen. Ich verwende die Adresse 10. Das war auch schon alles. Jetzt könnt ihr die Bearbeitung mit OK verlassen. Und mit einem erneuten Drücken auf die Stopp-Taste die Digitalspannung wieder einschalten. Wenn ihr bisher alles richtig gemacht habt, sollten jetzt alle LEDs blinken. Jetzt entfernt ihr eine der beiden blauen Kabel. Im Märklin-Motorola-Betrieb wird das blaue Kabel mit der roten Markierung entfernt und im DCC-Betrieb wird das blaue Kabel mit der grünen Markierung entfernt. Das andere Kabel bleibt jedoch weiterhin angeschlossen. Jetzt muss der Artikel auf der Digitalzentrale geschaltet werden, um den Decoder zu programmieren. Wenn alles funktioniert hat, quittiert die Signalanlage die Programmierung mit der Stellung auf Rot. Nun könnt ihr auch das andere blaue Kabel entfernen und somit den Programmiermodus wieder verlassen. Wenn ihr die Bahnübergangssicherung erneut programmieren wollt, müsst ihr das Ganze einfach erneut durchführen. Außerdem könnt ihr an den Decoder bzw. die Signalanlage auch weiteres Zubehör wie diesen Schrankenwärter oder eine Schranke anschließen. Da werkseitig die roten LEDs erst mit einer großen Verzögerung ausgehen, könnt ihr die Ausschaltzeit mit dem Durchtrennen des schwarzen Kabels verkürzen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, schaltet die Bahnübergangssicherung EBÜT 80 nun von Aus über Gelb auf Rot und dann mit einer Verzögerung wieder aus. Viel Spaß beim Nachbasteln!